Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier bei einem neuen kleinen Test. Und zwar wollte ich mir The Shape of Fantasy Verne anschauen. Bei dem Spiel geht es um die Geschichte von Jules Verne. Und zwar dieses 20.000 Meilen unter dem Meer. Das erinnert mich so ein bisschen an ein Spiel damals, was ich gespielt habe. Das kam 1988 raus, das Spiel. Da war ich natürlich noch lange nicht so weit, um das spielen zu können. Aber ich habe einen C64 und da ist das Spiel tatsächlich auch, hatte ich da mit dabei. Und da gab es auch das Spiel 20.000 Meilen unter dem Meer mit Captain Nemo und der Nautilus und fand ich ganz spannend. Und das hier ist auch so ein bisschen, sage ich mal so ganz grob in die Richtung. Fand ich zumindest beim groben Überlesen. Und deswegen wollte ich mir das auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe es schon mal ganz kurz gespielt, damit ich weiß, wie das ganz grob auch aussieht. Schauen wir mal ganz kurz hier in die Einstellungen rein. Deutsch, Vollbildschirm. Lautstärke ist, glaube ich, okay. Quicktime Events. Da werde ich bestimmt verkacken wie Sau, aber machen wir mal. Steuerung, WASD. E und Q. EQC, Space, Rennen, Aktion drehen, Puzzle drehen, RT also auch noch, okay, also die ganze obere Reihe und noch ein paar extra Knöpfe. Kriegen wir schon irgendwie hin. Aber würde ich sagen, starten wir mal das neue Spiel und gucken mal, was das Spiel jetzt zu bieten hat. Ein Let's Play werde ich jetzt wahrscheinlich nicht draus machen, aber ich wollte es mir anschauen. Habe auch den Key gesponsert bekommen, danke dafür und wir gucken uns das Ganze mal an. The end of the nation is very close, Verne. You are very confident about your triumph. Until we open the chest, we won't know for sure if the compass of destiny is really inside. The chest is in perfect shape after 2,000 years under the sea. No human technology can do that. It's Atlantean, that's for sure. The ship, the inscriptions, all the pieces fall into place. The compass of destiny is inside. We are going to change the course of this goddamn war, Verne. We're going to change history. Take it to Mr. Verne's lab and start maneuvers to ascend for air recycling. This discovery will change it all. Ein Ozean der Verzweiflung. Südatlantischer Ozean. March 25th, 1888. Scientific Officer Log. It's a great day for the captain, who has asked me to begin documentation while he delivers a speech to the crew in the library. After months of searching, at last he found it. He doesn't have the slightest doubt that the compass of destiny is in his hands. An old artifact that, once released from inside this chest, it is supposed to guide us safe and sound to the flame of Hephaestus, the most powerful energy source in the world. The deadbolt has a complex defensive system, and the... Verne here. Verne, quick! The nation is attacking us! Not a single Atlantean piece can fall into their... Mon Dieu! Merde! 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 I must hurry to recover the iMac.
It's inside of the armory's safe room. And wait there. It's the safest place around. Also so viel Französisch kann ich, dass er Scheiße, Scheiße, Scheiße gesagt hat. So, wir haben das EMAG. Okay. Oder IMAG. Das IMAG ist ein mächtiger atlantischer Apparat, der Risse im Fluss der Realität erkennen kann und seinem Benutzer verschiedene Alternativen anbietet, was sich im gleichen vergangenen Moment sonst abgespielt haben könnte. Der erste und einzige Prototyp war wenige Monate vor dem Vorfall erbeutet worden, der den Untergang der atlantidischen Zivilisation herbeiführte, mit der Absicht erschaffen, Bauarbeiten und technologische Entwicklungen zu beschleunigen, musste jedoch festgestellt werden, dass das IMAG eine Limitierung aufwies. Nur sehr wenige würden es mit der enormen Menge an Vorstellungskraft versorgen können, die für eine optimale Leistung erforderlich ist. Nur die klügsten und kreativsten Köpfe würden es also nutzen können. Die Göttin Plasaia griff in den Entwicklungsprozess ein und inspirierte die atlantidischen Ingenieure und brachte Ideen für Anwendungen ein. Doch weder sie noch andere Urwesen konnten den Apparat nutzen, da die Emotionen, die sie verströmten, die Flamme des Hephaistos beeinträchtigten, ja sogar destabilisierten. Heute habe ich es nicht ganz so mit dem Vorlesen. Das ist aber auch ziemlich viel Text. Ich will ein bisschen was vom Spiel erleben. Deswegen machen wir weiter und lesen nicht alles komplett durch. Hier müssen wir drücken. Haben wir sonst noch was hier? Nein. Hier leuchtet nichts auf, das heißt raus hier. Da sind wir. Und sonst haben wir hier nichts, das heißt wir müssen in die Richtung. Nautilus. We all are the Nautilus. Sehr schön. I must hurry to the armory. Okay. Da war noch was. I must hurry to the armory. Ja, ist okay. Ah, hier haben wir eine Karte. Du bist hier. Na, ich kann leider nicht mit der Maus zeigen, aber das ist oben rechts. Hellblau berahmt und wir müssen... Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. E war das, ne? Nicht das E. Merde! The elevators are disabled. Das ist schlecht. No! Blocked! There's only one way to the armory. Going outside. Going outside. Geh aus der Nautilus raus. Ah, nice. Was ist der Schalter da hinten? Going down. It's not the answer. It's a cul-de-sac. Okay. Ach so, da geht's runter. Da unten ist auch eine Luke zu den Füßen. Wie ich das jetzt nach oben gesehen hätte, weiß ich gerade nicht. Aber wir gehen jetzt hoch. Hier können wir nicht raus, ne? Ne, das ist ein spezieller Gang. Aber da sind wir schon. Useless gearball. Why don't you open? Blöde Kugel, warum gehst du nicht auf? Okay. Gut, der geht sicher nicht. Ah, da geht's nochmal hoch. Gods, the Valkyrie. It's eerier than I thought. I must get to the front hatchway. Okay, was haben wir denn hier? Nichts. Unten links erscheint das Sichtbarkeitssymbol und zeigt an, ob du für die Feinde sichtbar bist oder nicht. Okay. Das hatte ich schon gemacht. Wir müssen hier aus dem Licht rausbleiben und hier wirft das so einen Schatten. Das heißt, hier sind wir ein bisschen safe. Oh, jetzt laufen wir mit. Hallo? Ah. Und hier haben wir gesehen, wirft das auch einen Schatten. Das heißt, hier sind wir auch auf jeden Fall safe. Wir warten deswegen, bis das Licht zurückkommt. Gruseliges, riesiges Gesicht da oben. Die Soundeffekte sind auch echt nice gemacht.
So, und let's go. Oh. Oh oh. Ah, Glück gehabt. Geh weg mit dir, weg mit dir. Ah, ich kann. Ups. So, können wir nicht rein. Hier sind wir nochmal sicher. Und schnell runter und weg. Oh ja. Zählt nicht. Okay. Wir müssen jetzt zur Waffenkammer gehen und das IMAG verteidigen. Jeder Aufzug gut bestimmt auch nicht. Elevators don't work either. Da geht's nicht her. It's jammed. Ah, toll. Das heißt, wir gehen hier runter. Oh mon Dieu! Adam and Sean! This is a massacre! But wait! These bullet wounds on Sean. There are no blood drops around. He was shot after he was dead. That's disconcerting. Okay, die sind also gestorben und wurden danach erschossen. Das ist wirklich ein bisschen seltsam. Gehen wir weiter. Hier ist dicht. I must hurry to the armory. Okay, da dürfen wir nicht hoch. Dann eben hier runter. The library access seems clear, but I must reach the armory. Okay, dann gehen wir zurück. It's jammed. I have to go down to the armory. Maybe I can open the safety hatches from the bridge. Okay, jetzt müssen wir zur Brücke. Wo sind wir? Wir sind da und die Brücke ist... Also jetzt gehen wir wieder nach oben. Oh Mann. Okay. Dann... Gehen wir doch hier hoch. Was haben wir alles hier? Kann man hier aufmachen? Nee. Geht also auch von der Seite nicht. Gucken wir mal, was haben wir hier? Große Karte. It's Ben! Is somebody there? No foes here. Hi. Adriel, where's everybody? And Nadine? The pilot has disappeared. Very likely she has been captured with the others at the library. What happened? How is that even possible that... I don't know. The servo radars didn't work. Nothing has worked. They crushed us. Damn Raven. The Raven? Mad! Well, that's not the worst of all. The captain has activated the Nautilus self-destruction. What? He will never let his technology fall into the hands of the nation. How much time do we have? Less than 10 minutes. Mon Dieu! You are the second in command. Can't you disactivate it? Only Nemo knows the code. He told me to protect the bridge to speed away as soon as we release ourselves. But the engines are currently paralyzed until the captain reactivates the core. That's why we're still outside. Oh my God! What will we do? You are the only one who can do something. What? The only what? I'm not a soldier. Well, now you must become one. I will open the hatches to the armory chamber. Once there, take the IMAG and do whatever you can to save the Nautilus. The IMAG? It's not a weapon. We barely know how to use it or what it can do. What if it sinks us? What do you fancy more? A quick death beneath the sea or a long life of tortures at one of the nation's penitentiary mines? Move! Okay. Gut, da kann man nicht her. Okay, jetzt müssen wir zur Waffenkammer. Das heißt, wir gehen hier wieder runter. Glaube ich, ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall der Control Room. Gucken wir mal, was wir hier so haben. Nichts.
können wir nicht her. Das heißt, wir müssen wieder hoch. Dann gehen wir hier raus. So, ich hätte gerne eine Karte. Komme ich nicht her. Dann einmal runter. Ich will nur mal kurz auf die Karte gucken. Also, wir müssen jetzt zur Waffenkammer. Das heißt, wir müssen hier einmal komplett runter. Und da durch diese Luke. Mon Dieu! 5 Minuten. Das geht aber schnell rum, die Zeit, du. Nix. Da müssen wir runter. Hier haben wir nochmal eine Karte. Da sind wir. Wir müssen ganz hinten rüber. He grabbed that paper with his last strength. It's bloodied. Okay, da hat irgendein Papier, was total blutverschmiert ist. Machen wir sicherheitshalber zu. Äxte, Katanas, alles da. I'm coming! Sind doch schon da. Armory here. Verne, the opta recorders show that the Raven has cornered the captain and the engine core. Go there. I will open the hatch. And what am I supposed to do? Think. You figure something out. You're an imaginative guy. Merde! Okay. Okay, das IMAG ist ein atlantisches Artefakt, das Risse in der Realität entdecken und in bestimmten Momenten kleine Umschreibungen vornehmen kann, falls sich die Dinge ungünstig für dich entwickeln. Mit C aktivieren wir das. Okay, wir können jetzt mit den Pfeiltasten RT und Space arbeiten. RT. Das war nicht so schlecht. Wird es halten? Fortunately, damages in the area weren't considerable. Okay. Jetzt müssen wir wieder warten, bis das aufgeladen ist und dann können wir es wieder nutzen. It's broken. I could try to fix it with the iMac. Okay. Das heißt, wir machen das wieder mit C auf. The electric board kept withstanding. Sehr gut. That paper. I could try it with the iMac. Ja. Wir stellen uns das Papier quasi als nicht blutverschmiert vor, oder was? Trennpapier. Before dying, he released a paper he was holding in his hand. Die Nation. Das alte preußische Königreich. Okay. Das ist das, wogegen wir quasi den Krieg führen. Wie gesagt, ich lese das jetzt nicht alles. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Sache, um sich das Spiel selber zu holen. So, wir müssen jetzt runter, nochmal runter und dann rechts in diesen Wartungsding rein und dann können wir darüber zum Kern. Da sollen wir, glaube ich, hin. Dann wollen wir mal darüber. Da müssen wir runter.
Keine Risse. Ach, da wieder die Karte, die will ich doch gar nicht wissen. Weg da. Weil hier muss es runtergehen. Ja, genau. So, was haben wir hier? Ordentliche Person. Bombenfest. Okay. Ich habe bis jetzt immer das erste gemacht. Ordentliche Person, Bombenfest. Wir machen mal The Bombenfest. explosions didn't affect the room. Okay. Ist mal einfach so runtergestürzt. Können wir hier rein? I still have some stuff to do. Ja, ist okay. Ich hab's kapiert. So. Ich mach trotzdem mal C. Vielleicht haben wir hier letzte Aktion. Before dying, he left the emergency hatch open. Ah. Aber ist es der, wo wir rein wollen? Ich glaube ja. Ja, das ist der Wartungsgang. Sehr gut. Können wir hier auch was machen? Das sieht so aus, als wäre das was. Nee, okay. Fire at will! Watch the flanks! Come on, protect the core! Don't let them take it over! It doesn't work. It must have run out of energy. I could fix the electric board. Okay. Watch the flanks! Was müssen wir hier machen? Repariere die elektrische Tafel, indem du das geschmolzene Teil entfernst. WASD Space. Achso, wir können uns jetzt was aussuchen. Schieben das dann irgendwie weg. Ah, und da ist der Ausgang. Das heißt, ich muss dieses Ding da rauskriegen. Würde ich behaupten. Ich schiebe das mal hoch. Das hier rüber. Kommt das runter. So. Und raus damit. So. Und hoch. Beeil dich, um Nemo zu retten. Haben wir hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Wir laufen mal ein bisschen. You just don't know when to surrender. Isn't that so? Of course not. I still have to finish your face. The Nautilus is at last in the nation's hands. Tell me how to deactivate the self-destruction and take my word as a gentleman. I will free your crew. Ha! Gentlemen. I saw in the penitentiary mine what to free means to you, you damn sadist. I will die before releasing the Nautilus to your masters. It's a shame to end our relationship like this, but... Wish granted, Captain. This time you will not escape. Brothers, take aim! No! What am I doing? Verne, what are you doing? What the? Oh, you must be Monsieur Verne, and that thing you're threatening me with is the amazing Atlantean artifact I've heard so much fuzz. Release them and get out. Don't move. Get back. 60 seconds to self-destruction. 60 seconds to self-destruction. Don't be stupid, Nemo. Stop the countdown before we all die. No. Then say goodbye to your dear Verne. No! Okay. Um die volle Leistung des IMAG zu nutzen, schließt du die Sequenz ab, indem du vor Ablauf der Zeit auf das korrekte Symbol drückst. Falls Ihnen die Quicktime-Events Probleme bereiten, können Sie diese im Optionsmenü abschalten. Okay. S. B, S, A, D, S, A. Okay, das geht. But what the... again? No. Verne! I will find you! The iMac had never displayed that amount of power before. My mind was dragged again to the bridge, an image that was torturing me over the last months. I didn't wake up until a few hours later, a time that surely Nemo felt was like an eternity.
don't exist. Captain, my take is that the only way to open it safely is exposing it to the IMAG. Are you sure? This deadbolt is a piece made by Phobos priests. Their devices were famous for being impenetrable, forged with the remainders of a meteorite. If anyone messes with it, it will launch a discharge of an energy that will cause a deep, infinite terror to whoever receives it. An energy that causes terror? That's preposterous. Maybe for you, but for the Atlanteans, the power of Phobos was real enough. Do you think that fear, destructive imagination, and hopelessness don't exist? Not presented in the shape of fireworks and sparks. If you don't believe me, feel free to break the chest with a crowbar. How can the IMAG open it? The IMAG feeds itself with Mr. Verne's imagination and uses it to creatively change our reality. Therefore, it's a positive force, directly opposed to the kind of energy that the deadbolt uses. I'm reasonably convinced that the energy of the IMAG will nullify the one in the lock. You mean like sand and rust? Could be. The deadbolt is a rusty key, and the IMAG, the sand that wipes away when scrubbed. Do it, Verne. What the... What now? The IMAG. It doesn't work. It looks like it ran out of energy. That explosion must have dried it up. You must make it work. We must release the compass of destiny from this chest. Shouting at me won't help. Adriel, go and look for Petrov. May he bring the torch and... Captain, I must advise against force opening the chest, unless you want to lose your mind. What is imperative now is to find an answer to why the IMAG is dead. If you have any theory, spit it out now. It's possible that, given that the IMAG gets its energy from the imagination of its host, the problem is inside your mind, Verne. In my mind? Yes, that's true. You talked about hallucinations. Yes. For an instant, I traveled back to a bridge in Paris. I had a similar vision at the island. Do you remember seeing something like this in your vision? It certainly has a likeness with the shadow I saw at the bridge, but are you telling me that I saw Phobos, the Atlantean god of fear? Fear is a narrow description of what Phobos really meant to the Atlantean people. For them, he was the destructive imagination, the one born out from despair and angst. You could also say that his sister Placea, however, represented fantasy. But the truth was that she was perceived as the source of the creative imagination, the one that thrives from hope. I think that Atlanteans believed that the balance between the two brothers dictated one's own sanity. If Phobos has broken that balance in your mind, that would explain the IMAG's silence. Mythology? You're talking about mythology? I don't believe in Phobos, hence it's impossible that it's harming me. The thing here is, you are afraid. Too much fear inside you. Until you don't master it, I'm afraid that the IMAG will never work again. I refuse to believe in hocus pocus. And how can you explain the IMAG blast? It saved your life. I don't question that the Atlantean technology doesn't work. What I mean is that... Enough with the debate! We are losing precious time. What matters is that the IMAG only works with you. It's obvious that your hallucinations are a symptom of some kind of disorder. Visit Dr. Cedric and get yourself a neurological check. That's an order. All right. You, Adriel, check the reparations. We must keep afloat for 2 days until we get to the base. We must assume that Commander Hetzel is not far from us. Yes, Captain. Why are you still here? Aren't you bothered by the way we were attacked? They fell upon us too easily. It's more than probable that there was a traitor on board. A traitor? In the Nautilus? Never. I have personally chosen each member of this crew. There is no question that the nation has found a way to decode our communications. I envy your confidence, Captain, but you should be aware that during the attack, I found that someone shot Shun's body after
his death. I believe that the murderer was trying to hide the fact that he was killed before the boarding. God damn it. Let's keep our eyes opened. If there is a traitor in such a small space, he or she will be exposed sooner or later. God damn it! Ja, hier läuft ja alles richtig im Moment, aber ziemlich spannend, was da alles so ist. Ja, wir sollen jetzt zum Doktor gehen, aber ich würde sagen, für einen kleinen Einblick reicht das. Und ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, habt ihr das Spiel gespielt? Interessiert es euch vom Setting, von der Art? Gibt ja scheinbar ein paar Rätsel, wie dieses kleine, ja, ich sag mal, für den Anfang sehr, sehr einfache Puzzlespiel. Man muss ein paar Sachen entdecken und es wird eine schöne Geschichte erzählt. Also ich fand die jetzt echt nicht verkehrt für diesen kurzen Moment. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, würde mich freuen. Lasst ein Like da, ein Abo und schaut auch gerne mal bei Twitch vorbei. Ich wünsche euch was. Madet Jod, schwenkt der Hut. Grüß euch J. Ich bin fort.